Wie ist denn das gemeint? Es gibt keine weißen LEDs. Und was ist das hier? Naja, auf jeden Fall keine weiße LED. Herzlich willkommen bei Technik selbst erlebt. Heute wird es wieder etwas schwieriger, denn um die Funktion einer Leuchtdiode zu erklären, können wir auf Quantenphysik nicht ganz verzichten. Die LED ist im Grunde eine PN-Diode. Hier treffen also ein P- und ein N-leitendes Halbleitergebiet aufeinander. Als klassischer Gleichrichter für Wechselstrom ist sie aber überhaupt nicht gedacht. Da sie darauf optimiert ist, Licht zu erzeugen und nicht hohe Spannungen zu blockieren, vertragen viele LEDs in Sperrrichtung oft nur sehr geringe Spannungen, manchmal nur 5 Volt. Das macht aber nichts, denn LEDs werden sowieso fast ausschließlich in Durchlassrichtung betrieben. Wiederholen wir deshalb erstmal kurz, was in diesem Fall genau in der Diode vor sich geht. Auf atomarer Ebene passiert Folgendes. Wir schubsen die freien Elektronen aus dem N-Gebiet und die sogenannten Löcher aus dem P-Gebiet aufeinander zu. In der Mitte, der Grenzschicht, treffen sie aufeinander. Dort rekombinieren sie. Das Elektron fällt sozusagen in das Loch. Und hier kommt der quantenphysikalische Teil. Das Elektron geht von einem höheren Energieniveau als freies Elektron in einen Zustand niedrigerer Energie als Valenzelektron im Atom über. Auf der atomaren Ebene ist die Energie quantisiert. Es gibt sie nicht stufenlos, sondern nur in festen Portionen. Bei der Leuchtdiode wird die bei der Rekombination abgegebene Energie in Form eines Lichtquants, eines Photons, abgestrahlt. Das Photon stammt ja aus dem Teilchenmodell der Physik. Es ist aber im Grunde kein festes Kügelchen, sondern ein winziges, unteilbares Energiepaket. Das Spannende daran ist, die Menge an Energie in diesem Paket bestimmt, wie schnell die Lichtwelle schwingt. Sie ist das Produkt aus dem Planck'schen Wirkungsquantum h, einer Naturkonstanten, und der Frequenz der abgestrahlten elektromagnetischen Welle. Große Energie bedeutet hohe Frequenz bzw. kleine Wellenlänge, kleine Energie entspricht einer niedrigen Frequenz oder großen Wellenlänge. Im Video zur Tunneldiode haben wir ja schon mal das sogenannte Bender-Modell bemüht. Vor der Rekombination befindet sich das Elektron im sogenannten Leitungsband und fällt dann in das Valenzband. Es wird zu einem Außenelektron im Atom. Dabei überspringt es eine feste Energiebarriere, die sogenannte Bandlücke. Genau diese Energiemenge wird jetzt als Lichtquant abgegeben, nicht mehr und nicht weniger, und bei allen Elektronen gleich. Wie groß diese Energiedifferenz ist, hängt von der Zusammensetzung des verwendeten Halbleiters ab. Jedes Material strahlt nur eine bestimmte Lichtfrequenz und damit Lichtfarbe ab. Rotes Licht hat die niedrigste Energie. Rote Leuchtdioden bestehen aus Aluminium-Galliumarsenid oder Galliumarsenidphosphid. Aluminium-Gallium-Indiumphosphid leuchtet orange bis gelb. Für grüne LEDs nutzt man Galliumphosphid oder heute eher Indium-Gallium-Nitrid. Lange hat sich die Natur gegen LEDs mit hochenergetischer blauer Strahlung gewehrt. In den 1970er und 1980er Jahren versuchte man sich an Zinkselenit. Allerdings zerstörte sich das Material unter Stromfluss nach kurzer Zeit selbst. Die allerersten blau leuchtenden LEDs aus Siliziumkarbid gab es Ende der 1980er Jahre. Sie leuchteten aber nur sehr schwach, weil die meiste Energie in Wärme statt in Licht umgesetzt wurde. Nur wenige Forscher glaubten an Galliumnitrid, weil es schwer zu verarbeiten war. Anfang der 1990er Jahre war man aber erfolgreich und 2014 bekamen die Hauptakteure Shuichi Nakamura, Isamu Akazaki und Hiroshi Amano für die Leistung den Nobelpreis für Physik, denn sie schafften damit die Grundlage für weiß leuchtende LEDs. Heute verwendet man für blaue LEDs das effizientere Indium-Galliumnitrid. Bevor wir näher darüber reden, warum die Entwicklung der blauen LED so wichtig war, stellen wir uns mal die Frage, warum eine Siliziumdiode nicht leuchtet. Oder tut sie das vielleicht und wir können das durch das Gehäuse nur nicht sehen? Machen wir doch einen Versuch mit einer Fotodiode, in die man hineinsehen kann.
Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Die Vermutung ist, dass die Energie, die bei der Rekombination frei wird, keine Abstrahlung im sichtbaren Bereich ergibt. Und tatsächlich ist es auch so. Die Bandlücke ist so klein, dass eine Siliziumdiode, würde sie wie eine normale Leuchtdiode funktionieren, im Infrarotbereich strahlen würde, bei rund 1100 Nanometern. Aber es gibt noch einen wichtigeren Grund, warum Silizium oder Germanium nicht für Leuchtdioden taugen und warum die Versuche mit Siliziumkarbid als blaue LED so kläglich endeten. Die Verbundhalbleiter für Leuchtdioden sind sogenannte direkte Halbleiter und der Übergang eines Elektrons in das Valenzband erfolgt etwas anders als bei indirekten Halbleitern wie Silizium. Ein freies Elektron im Leitungsband hat nicht nur eine höhere potenzielle Energie als ein Loch im Valenzband, sondern auch einen Impuls, denn es bewegt sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit in eine bestimmte Richtung. In den folgenden Diagrammen ist die Höhe der Energie der Ladungsträger nicht in Abhängigkeit vom Ort, sondern in Abhängigkeit von ihrem Impuls dargestellt. Zwischen dem Minimum und dem Maximum liegt die Bandlücke. Bei den direkten Halbleitern liegen Minimum im Leitungsband und Maximum im Valenzband direkt übereinander. Das bedeutet, Elektron und Loch haben an dieser Stelle den gleichen Impuls. Das Elektron kann jetzt direkt in das Loch fallen, indem es einfach einen Teil seiner potenziellen Energie abgibt. Die kann dann als Photon abgestrahlt werden. Bei den indirekten Halbleitern sind die Kurven verschoben. Elektron und Loch haben im Minimum bzw. Maximum unterschiedliche Impulse. Zur Rekombination muss das Elektron im Diagramm nicht nur über die Bandlücke nach unten fallen, sondern auch nach links oder rechts wandern. Es muss also seinen Impuls ändern. Diesen Impulsüberschuss kann es aber nicht an ein Photon weitergeben. Ein Lichtteilchen besitzt für seine Energie einen viel zu kleinen Impuls, um diese große Strecke im Diagramm zu überbrücken. Deshalb muss das Elektron den Impuls an das Kristallgitter in Form von Wärme, also einer Gitterschwingung, abgeben. Da dieser kombinierte Prozess viel seltener stattfindet, leuchtet Silizium praktisch nicht. Weil dieses exakte Zusammentreffen von Elektron, Loch und einer passenden Gitterschwingung so extrem unwahrscheinlich ist, warten die Elektronen im Leitungsband von indirekten Halbleitern verhältnismäßig lange auf eine Rekombination. Doch statt ewig zu warten, wählen sie fast immer einen physikalischen Abkürzungsweg. Sie nutzen Kristallfehler, Verunreinigungen oder Störstellen im Material. Man kann sich diese Gitterfehler wie kleine Zwischenstufen oder Haltestellen mitten in der unüberbrückbaren Bandlücke vorstellen. Ein Elektron fällt zunächst auf diese Zwischenstufe, gibt dabei einen Teil seiner Energie als Wärme ab und wartet dort, bis es von einem Loch abgeholt wird. Über diese Fehlerstellen rekombinieren die Ladungsträger in indirekten Halbleitern um ein Vielfaches schneller, als sie es über den direkten Weg je könnten. Das Problem für uns? Bei diesem Prozess entsteht ausnahmslos Wärme und überhaupt kein Licht. Dieses ungleiche Wettrennen gegen die Zeit bei der Rekombination führt zu einem extremen Ergebnis. Bei einer normalen Siliziumdiode rekombinieren weit mehr als 99% der Elektronen über solche Gitterfehler oder andere Stoßprozesse. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Elektron den direkten Weg nimmt und ein Lichtteilchen erzeugt, liegt bei weit unter 0,01%. Kommen wir jetzt aber endlich wieder zurück zum Ausgangsthema, die weiße LED. Wir wissen ja schon, dass eine LED immer nur eine bestimmte Lichtwellenlänge abstrahlen kann. Aber welche Wellenlänge hat weißes Licht? Die Antwort ist viele. Die Erkenntnis verdanken wir einer der Größen der Physik, Isaac Newton. Er führte ein Experiment durch, das einige von euch vielleicht aus dem Physikunterricht kennen. Er schickte einen weißen Lichtstrahl auf ein Glasprisma. An der Grenzschicht zwischen Luft und Glas wird das Licht unterschiedlich stark gebrochen, in Abhängigkeit von seiner Wellenlänge. Das Licht spaltet sich dadurch in ein komplettes Farbspektrum auf. Anschließend schickte er einzelne Farben noch einmal durch ein Prisma. Die Strahlen wurden zwar wieder gebrochen, aber ließen sich nicht weiter zerlegen. Um seine Theorie zu bestätigen, dass sich weißes Licht aus all diesen Farben zusammensetzt, vereinte er die Farben des Spektrums wieder mit einer Sammellinse und tatsächlich wurde daraus wieder ein weißer Lichtstrahl. Müssen wir jetzt unendlich viele Farben erzeugen, um weißes Licht zu bekommen?
Glücklicherweise kam 1802 Thomas Young darauf, dass es ausreicht, 3 Farben zu kombinieren, weil das Auge auch nur mit 3 verschiedenen Farbrezeptoren auskommt. Wenn man die 3 Grundfarben RGB, also Rot, Grün und Blau, in verschiedener Intensität mischt, kann man jede beliebige Farbe erzeugen. Nach dem Prinzip arbeitet jedes Farbdisplay. Daraus ergibt sich jetzt die erste Möglichkeit, mit Hilfe von LEDs weißes Licht zu erzeugen, die sogenannte RGB-LED. Wir bringen die Chips einer roten, einer grünen und einer blauen LED so dicht aneinander, dass die Farben für das Auge verschmelzen. Neben Weiß kann man damit viele andere Farben erzeugen. Leider ist das eine sehr aufwendige und teure Variante mit einer recht schlechten Farbwiedergabe. Man benutzt sie eher für Effektlichter. Bei den LEDs, die zu Beleuchtungszwecken verwendet werden, benutzt man einen ähnlichen Trick wie schon bei der Leuchtstofflampe. Ohne die Leuchtschicht sieht man bei der Leuchtstoffröhre nur einen dünnen bläulich leuchtenden Streifen. Ein großer Teil der Energie wird im Ultraviolettbereich abgestrahlt. Dadurch wird die aufgebrachte Leuchtschicht angeregt und die macht daraus weißes Licht. Auch bei der LED ist die Grundlage ein blau leuchtender Chip. Der regt einen gelben Leuchtstoff an, den man übrigens ganz deutlich erkennen kann, wenn man sich eine LED-Lampe etwas genauer ansieht. Sehen wir uns nochmal das Spektrum der Mischfarben an. Gelb entsteht aus einer Kombination der Grundfarben Rot und Grün. Wenn wir jetzt noch das Blau der LED dazugeben, bekommen wir Weiß. Nicht die LED erzeugt weißes Licht, sondern es entsteht durch Farbmischung. Also wenn ihr euch das nächste Mal die LED-Beleuchtung im Wohnzimmer anseht, denkt dran, sie ist nicht weiß, sondern eine blaue LED, die eine gelbe Decke übergeworfen hat, um das physikalisch Unmögliche möglich zu machen.